Mit einem Museum wird oftmals verknüpft, da ist doch alles alt und verstaubt und wendet sich der Vergangenheit zu. Bei uns ist das ganz anders. Wir wollen mit der Gesellschaft über Wissenschaft die Zukunft gemeinsam erarbeiten. Das heißt, wir dürfen nicht stillstehen, wir müssen ständig uns selber reflektieren, verändern und mit den Bedürfnissen der Gesellschaft, mit den Bedürfnissen der Wissenschaft eine neue Zukunft erarbeiten. Dein Museum für Naturkunde Berlin verändert sich. Wir bauen um, erschließen unsere Sammlung und schaffen Orte für Austausch und gemeinsames Lernen. Die Museumsevolution hat begonnen. Was heißt Museumsevolution? Das Museum ist kein fertiger Ort. Wir verändern uns, genauso wie sich die Natur verändert. Wir verändern uns digital, wir verändern uns kulturell, wir verändern uns baulich. Wir verändern unsere Sammlung. 2/3 des gesamten Museums sind im Zustand wie 1945. Sie sehen hier zugemauerte Fenster, unverputzt, Notdächer, also völlig vernachlässigt. Wir wollen ja in das Museum des 21. Jahrhunderts kommen und wir müssen natürlich auch gucken, dass unsere Sammlung adäquat untergebracht ist. Und deswegen müssen wir einfach in die Sanierung gehen. Es sind sehr tolle Grundkonzepte, aber am tollsten fanden wir den Entwurf von dem Berlin GMP mit Rainer Schmidt, Landschaftsarchitekten. Alles, was wir hier machen baulich, folgt 4 Leitgedanken. Zunächst mal ganz wichtig, das ist ein historisches Gebäude, das denkmalgerecht saniert und erweitert werden muss. Gleichzeitig müssen wir aber auch die Prinzipien der Nachhaltigkeit beachten und energieeffizient sein. Und schließlich, nicht zu vergessen, wir sind ein Museum mit 700.000 bis 800.000 Besuchenden. Wir müssen barrierefrei bauen. Die Nasssammlung ist ein perfektes Beispiel für unsere Museumsevolution. Hier im Ostflügel war bis 2006 nur eine Kriegsruine. Wir konnten mit dieser Kriegsruine diese Nasssammlung optimiert und energetisch wirklich effizient unterbringen und haben damit ein hochmodernes Gebäude im historischen Bestand geschaffen. Wir haben 2 Herausforderungen in diesem Haus. Die eine ist, dass die 30 Millionen Objekte umfassende Sammlung adäquat untergebracht wird. Dafür bauen wir ein modernes Gebäude in Adlershof. Hier am Standort Invalidenstraße werden wir die Ausstellungsfläche signifikant vergrößern, vielleicht sogar verdoppeln, um die spannendsten Geschichten an spannenden Objekten, an unserer spannenden Forschung zu erklären. Das Museum geht in die nächste Bauphase und dafür müssen wir den Raum komplett leer machen. Also das heißt, wir versuchen gerade eine Generalinventur zu machen, dass wir am Ende wirklich mal wissen, wie viel wir eigentlich haben. Aber es gibt bisher nur Schätzungen und Hochrechnungen. Wir wollen versuchen, die Sammlung für die breite Masse, sage ich jetzt mal, zumindest punktuell einsehbar zu machen. Egal, ob da jetzt Schränke, Kisten oder Objekte zu sehen sind. Die meisten finden es einfach toll, mal zu gucken, was so hinter den Kulissen ist. 30 Millionen Objekte, wir zeigen vielleicht 10.000, aber wir können viel mehr zeigen, wir haben viel mehr. Den Reichtum der Natur, den wir hier dem Publikum zeigen können. Wir verleihen auch zum Beispiel an Forscher, die sich dafür interessieren, die das anschauen wollen. Aber dazu muss der Forscher ja wissen, was haben wir hier. Nur wenn man die Daten halt vorher erfasst hat, kann man ja überhaupt erst mal gucken, was war da, was ist heute da und wer weiß, was ist in 150 Jahren noch da. Wir sind hier in der Molluskensammlung des Museums für Naturkunde. Hier wird gerade die ganze Trockensammlung des Museums erschlossen. Wir haben hier ungefähr 250.000 Lots. Das sind die Sammlungseinheiten, mit denen wir hier in der Molluskensammlung umgehen. Digitalisierung ist für uns wichtig, weil wir zum Teil erstmals erfahren, was haben wir überhaupt für Stücke, wie viele Stücke haben wir, in welchem Zustand sind die, wo kommen sie her und was können wir damit machen. Wir haben täglich Anfragen von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, die Bilder brauchen, die Daten brauchen, die Informationen zu den Objekten brauchen, um neue Erkenntnisse voranzutreiben, um ihre Forschung zu betreiben. Das Digitalisieren von allen einzelnen Objekten ist unfassbar aufwendig, weil wir hier halt so viele diverse Objekttypen haben. Und das in Datenbanken mit den richtigen transkribierten Etiketten reinzubringen, das ist genauso aufwendig. Jedes Forschungsprojekt, das mit den Objekten forscht,
generiert zusätzliche Daten zu den Objekten und das steht dann perspektivisch halt allen zur Verfügung, die damit arbeiten wollen. Es ist ganz wichtig, nicht nur davon auszugehen, dass Wissenschaft das Wissen schafft, sondern dass es ja auch andere Formen von Wissen gibt, die in der Bevölkerung, in Expertinnengruppen liegen. Häufig ist es im Moment ja so, dass die Geschichte erzählt wird, dass es eben die europäischen Forscher waren, die alles Wissen mitgebracht oder aus den Sammlungen produziert haben und einfach wirklich den Blick darauf zu lenken, dass es die lokalen Gemeinschaften vor Ort waren, die all dieses Wissen überhaupt eben auch weitergegeben haben. Also der Strauß müsste da oben hin. Hier sind die Objekte, die seit 130 Jahren der Öffentlichkeit verschlossen gewesen sind, endlich ausgestellt. Normalerweise würdest du hergehen und sagen, okay, Vogelsammlung, das ist jetzt das Thema, Umzug ist das Thema. Dann würden wir jetzt mit ganz vielen Leuten sprechen, würden es inhaltlich aufarbeiten, dann die Objekte dazu suchen. Und du hättest dann deine Geschichten, dann suchst du für jede Geschichte 1 oder 2 oder 3 Objekte, die diese Geschichte tragen. Aber wir müssen Tausende von Objekten zeigen. Also die wollen wirklich nicht nur wissen, wo kommt's her, die wollen auch wissen, was machen wir damit und warum haben wir das und warum ist das wichtig und für wen ist das wichtig, ja, und bringt das auch der Gesellschaft was. Also wir haben die ganze Bandbreite da drin und das ist toll. Wir sind alle auch als Menschen Teil der Natur und wir haben nur diesen einen Planeten und deswegen halten wir es hier am Museum für Naturkunde für ganz wichtig und ganz relevant, Menschen mit Wissen, was wir haben, aus der Wissenschaft heraus in Kontakt zu bringen, aber auch mit Menschen gemeinsam Wissen zu schaffen zum Thema Natur. Ein ganz wesentlicher Aspekt von Museumsevolution ist, dass man ein Team hat, eine Mitarbeiterschaft, die bereit ist, sich auf Experimente einzulassen, die nicht eingefahren ist, die nicht in Schubladen denkt, sondern die offen für die Zukunft ist und bereit ist, nach vorne zu gehen, Fehler zu machen, daraus zu lernen und ständig besser zu werden. Hier kommt man in ein lebendiges, integriertes, offenes Forschungsmuseum der Leibniz-Gemeinschaft. Werde auch du Teil der Museumsevolution. Mehr unter museumfürnaturkunde.berlin.